Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa. Ja, in der dritten Episode werden wir eine Kolonie gründen und wir können wählen zwischen zwei Standorten. Milet an der Küste von Kleinasien oder Kalydon an der Grenze zum Peloponnes. Wir beginnen aber mit der Kolonie Milet und wir hören mal, was man uns zu sagen hat und was für Aufgaben wir zu bestreiten haben. Kein Grieche ist je so weit über das große Meer nach Osten gekommen. Sie müssen äußerst behutsam vorgehen, wenn sie eine Stadt in diesem Land bauen wollen. Große Nationen stehen hier Schulter an Schulter und werden sie, den Neuankömmling, misstrauisch beobachten. Kassiopeia, die Königin von Äthiopien, wird besonders verärgert sein, dass sie so nahe an ihrem Reich bauen. Aber sie wird noch von größeren Sorgen geplagt. Als stolze Mutter prahlte Kassiopeia, dass Andromeda, ihre eigene Tochter, schöner sei als Poseidons Töchter, die Nereiden. Jetzt soll Andromeda dem Kraken gefüttert werden und Kassiopeia ist verzweifelt. Wenn sie einen Weg finden, Andromeda zu retten, wird die mächtige Kassiopeia sicher dankbar sein und sie könnten eine wertvolle Verbündete gewinnen. Der flinke Hermes wurde ebenfalls in der Gegend gesehen, wo er nach Perseus sucht. Der Gott sagt, er habe auf seinen Reisen etwas gesehen, das Perseus nützlich sein könne. Solange der Krake frei ist, sind Handelsbeziehungen mit anderen Städten gefährlich und unzuverlässig. Bitten Sie Ihre Verbündeten oder Argos um Hilfe, wenn Sie Probleme haben. Ja, der Schluss des Textes wird nicht mehr vorgelesen, denn er besagt, dass wir nicht nur unsere Verbündeten fragen sollten, sondern auch unsere Rivalen nach Dingen, die wir benötigen. Und auch die Verehrung von Göttern kann ein Gewinn für uns sein, denn viele der Heiligtümer sind reich an Rohstoffen. Der Titel unserer dritten Episode des Abenteuers Perseus und Medusa ist mit der Gründung von Milet die östliche Grenze. Ja, und hier begegnen uns Kassiopeia und Andromeda. Zwar ist die Handlung nicht ganz chronologisch hier, aber wir müssen Kassiopeia helfen, indem wir Andromeda vor dem Seeungeheuer Ketos retten. Ja, und ob nun Kassiopeia ihre Tochter schöner fand als die Nereiden oder sich selber, da sind die Quellen noch nicht ganz sicher. Fakt ist aber, dass Kassiopeia Poseidon erzürnt hat und wir nun Andromeda retten müssen. Daher haben wir auch jede Menge an Aufgaben zu erledigen. Wir müssen das Ungeheuer niederstrecken, also den Kraken. Wir müssen einen Quest erfüllen und Äthiopien regieren. 16 Weizengarben, 24 Holzbretter und 8 Bronzebarren sind für die Heimat in den Lagerhäusern zur Verfügung zu stellen. Ja, das verspricht wirklich eine umfangreiche Episode zu werden und wir schauen uns die Karte einmal direkt an. Obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus und hier bei Übersicht schauen wir uns die Minimap an. Gut, wir haben jetzt hier den Immigrationspunkt, der ist hier im Südwesten, ja, und wir haben hier Felsformationen. Ja, okay, haben wir hier, ja, hier kann man es sehen, ganz schwer. Hier haben wir silbererzhaltiges Gestein, wir können Silber abbauen, gehen wir mal weiter Richtung Norden. Haben wir hier Wildschweine und hier ist die Küste. Ja, die verläuft hier so weiter. Wir haben hier Fischbestände, weiter Richtung Osten. Ja, haben wir große Sandbänke, da können wir eigentlich gar nichts machen. Hier im Norden, das interessiert uns glaube ich alles nicht. Ja, im Süden haben wir doch die größere Landmasse. Hier haben wir auch nochmal Wildschweine. Hier nochmal der Weg, Waldbestände. Ja, also die Südseite ist hier die größte zusammenhängende Landmasse. Ja, dann werden wir auch wahrscheinlich hier siedeln. Na, dann schauen wir mal, was wir alles so produzieren können. So, oh ja, an Farmen haben wir tatsächlich nur den Fischfang und die Jagd. Also hier können wir Wild produzieren. Gewerbe haben wir
Die Sägemühle und die Münzerei, okay. Und an Werkstätten haben wir das Bildhaueratelier. Gucken wir mal weiter. Oh, wir haben schon einen Handelspartner, nämlich Argos und Treusen. Allerdings sind das Seehandelsrouten und wir haben ja im Intro gehört, dass die nicht möglich sind zu betreiben, da nachher der Kraken hier entsprechend unsere Gewässer unsicher macht. Ja, wir können unseren Palast bauen und Steuern eintreiben. Bei der Kultur haben wir alle Möglichkeiten. Und bei der Mythologie haben wir folgende Heiligtümer, die wir bauen können. Die Zuflucht des Hermes, die Laube der Athene, den Hain des Dionysos und die Pforte des Hades. Jede Menge. Militär haben wir nichts und Verschönerungen, ja, können wir alles bauen. Wunderbar. Gut, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem Bau des ersten Wohngebietes. Das möchte ich hier in der Nähe platzieren, weil wir hier die Wildschweinrotten haben. Dann können wir hier die Jagdhöfe relativ nah platzieren. Ja, und später müssen wir dann hier in dem Bereich unsere Münzereien errichten, weil das ist die einzige Einnahmequelle, die wir vorerst haben. Gut, ja, beginnen wir mit dem Bau unseres ersten Wohngebietes. So, wir haben unser erstes Wohngebiet hier konzipiert, etwas abgewandelt in der sonst klassischen Form. Die Agora liegt jetzt hier innen und nicht außen, deswegen haben wir hier ein bisschen mehr Platz für Verschönerungen. Wir können jetzt hier entsprechend die Parzellen ausweisen. Warum passt das nicht? Dann muss ich hier nochmal die Straße noch etwas verlängern. Gut, noch schnell hier bei Gewerbe die Prioritäten setzen. Gesundheit und Sicherheit kriegt wieder eine hohe Priorität und der Pausenmodus kann deaktiviert werden. Ja, warten wir jetzt auf unsere neuen Bürger und wir kriegen eine Mitteilung. Weizen wird billiger. Gut, so weit sind wir nicht. Wie gesagt, der Kraken wird gleich auftauchen und wir können keinen Seehandel betreiben. Ja, da wandern schon unsere neuen Bürger ein, haben es nicht weit, das ist gut. Ja, ein Teil unserer Parzellen ist besiedelt. Wir haben die ersten Arbeitslosen. Wir bauen jetzt hier unsere Jagdhöfe, denn Fischerei können wir auch nicht betreiben. Da wird der Kraken auch entsprechend uns einen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen kommen jetzt hier 2 Jagdhöfe hin. Sperre nicht vergessen und natürlich auch nicht das Architekturbüro. Wir bekommen die Mitteilung, dass Zypern entdeckt wurde. Ja, sehr gut, aber ich glaube, wir können noch keinen Handel mit Zypern betreiben. Gucken wir mal eben. Nein, hier können wir nur sehen, dass es entdeckt worden ist. Ja, unsere Jäger machen sich auf den Weg. Dann brauchen wir aber auch jetzt das Silo. Das Silo errichten wir hier. Ja, wie machen wir das? So. Und dann ist das Architekturbüro hier hin. Ja. Das passt ganz gut. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Kolonie Milet. Und das erste Fleisch wird zum Silo gebracht. Dann können wir auf unserer Agora den Lebensmittelhändler etablieren. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Zypern blüht und gedeiht. Das ist immer das Zeichen, dass jetzt diese Stadt Handel betreiben wird. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich, Zypern würde Wein kaufen und uns Bronze verkaufen. Sehr schön, aber Zypern
ist tatsächlich eine Landroute. Ach, das ist ja interessant. Tatsächlich ein Handelsposten. Das ist unser einziger Handelspartner. Okay. Wein können wir nicht herstellen, aber wir können Bronze einkaufen. Die brauchen wir auch für unsere Heiligtümer. So, jetzt werden wir aber erstmal, sobald jetzt hier weitere Bürger einwandern, unseren Stadtpalast bauen, sowie die Münzereien. Denn ohne Stadtpalast wird kein Silber von den Münzereien in unsere Stadtkasse fließen. Ja, und jede Menge neue Bürger wandern ein. Dann positionieren wir jetzt mal unseren Stadtpalast. So, ich habe jetzt mal hier so ein Feld konzipiert. Wir werden nachher hier noch ein zweites Wohngebiet planen und entwickeln lassen. Wir errichten jetzt den Stadtpalast hier. Mal drehen und dann gehen wir noch ein bisschen weiter hier nach oben. Ich bin Dionysos, der Gott des Weines. Wer mich verehrt, bei dem wird es Trauben im Übermaß geben. Ja, das glaube ich gut und ich denke mir, dass wir auch ein Heiligtum für dich bauen werden, weil das Heiligtum ja Weinreben hat, die wir kultivieren können. So, ich möchte aber jetzt hier meinen Stadtpalast bauen, den entsprechend anschließen. So, dann kann hier später die Heldenhalle hin. Ja, dann machen wir das ein bisschen anders hier. Dann bauen wir das so. Und dann muss natürlich hier eine Sperre hin und hier. Ja, das ist doch ganz gut. Dann errichte ich auch sofort das Steuerbüro. Das kann hier hin. Ah nee, das geht nicht wegen der Agroa. Die fungiert nicht als Straße. Gut zu wissen, kann weg. Bauen wir nochmal neu. So. Das kann dann jetzt hier hin. So. Ja, jetzt wird es auch Zeit, dass wir unsere Münzereien bauen. So, wir bauen unsere Münzereien hier hin. Dann haben es unsere Arbeiter nicht zu weit zu den Silbervorkommen. Wir brauchen keine Verbindung zum Palast. Das Silber wird sofort entsprechend in unsere Stadtkasse fließen. So, dann bauen wir mal hier 4 Stück. Sperre nicht vergessen. Und natürlich das Architekturbüro, ja. Ja, ich weiß, dass wir jetzt Mitarbeiter benötigen. Dann würde ich sagen, parzellieren wir noch mal ein bisschen was hier. Ja, das können wir sogar bis hierhin parzellieren. Ja, und ihr seht, das Silo ist ein bisschen zu weit weg. Hier stapelt sich das Wild. Das ist natürlich nicht so gut. Ich hätte die Jagdhöfe doch ein bisschen näher an das Silo bauen sollen. Naja, gut. Denken wir mal, der Output wird sowieso sich nachher etwas verringern von Wild. Dann werden wir noch an einer anderen Stelle Jagdhöfe bauen müssen. Ja, und die Mitteilung, dass Zypern mehr Wein kauft. Tja, wir haben noch gar keinen Handel. Wie viel kauft denn Zypern jetzt? Wow, 24 Einheiten im Jahr. Das ist nicht schlecht. Ja, hier unsere Münzereien arbeiten auf vollen Touren. Da kann man sehen, wie viel Silber hier entsprechend schon eingelagert ist. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir doch noch eine. Sie wollten einen Kraken? Jetzt haben Sie einen. Ja, wie erwähnt und auch wie befürchtet, der Kraken ist von Poseidon auf unsere Gewässer gehetzt worden. Wir schauen mal. Oh, Argos möchte uns Marmor schenken, aber wir haben noch gar kein Warenlager. Okay, später. Wo ist er denn? Ach, da oben, man kann ihn kaum sehen. Ah, da kommt er jetzt. Naja,
Also wie ein Kraken sieht er nicht unbedingt aus. Er erinnert eher so ein bisschen aus einem Godzilla-Film. Gut, wir müssen ein Warenlager bauen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger. Dann bauen wir das Warenlager hier hin. Stellen es ein für Marmor. Ja, jetzt wo der Kraken unsere Gewässer unsicher macht, schauen wir mal eben kurz hier, Mythologie, da ist nämlich jetzt die Heldenhalle des Perseus freigeschaltet. Die errichten wir jetzt. Da habe ich ja extra hier dieses Feld freigelassen. Wunderbar. So, was müssen wir denn alles für Perseus bereitstellen? Ja, nehmen wir an. Vielen Dank. Ja, Perseus ist der Held, wo wir am meisten machen müssen, nämlich allein schon 2 Heiligtümer bauen für Athene und für Hermes. Unsere Stadtkasse muss mit 3000 Drachmen mindestens gefüllt sein und wir müssen 16 Stränge Wolle und 6 Skulpturen auf Lager haben. Ja, das ist wirklich jede Menge und wir müssen jetzt tatsächlich mit dem ersten Heiligtum beginnen und das wäre jetzt in dem Fall tatsächlich die Zuflucht des Hermes. Hermes hat nämlich auch den Vorteil, dass unsere Karrenschieber und auch unsere Händler wesentlich schneller sich bewegen. So, wie bauen wir den? So. Dann müssen wir den natürlich noch verbinden. Und wir brauchen natürlich noch die Baugelder. Die bauen wir direkt hier hin. Ja, ich weiß, dass wir Mitarbeiter benötigen. Dann parzellieren wir jetzt diese Seite hier noch. Ja, und da wird auch schon die erste Fuhre Marmor zu unserem Heiligtum gebracht. Wir brauchen allerdings auch noch Holz. Was brauchen wir denn noch? 35 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 2 Skulpturen. Okay. Ja, Skulpturen können wir auch selber herstellen. Dafür müssen wir Bronze importieren. Aber unsere Stadtkasse ist wirklich äußerst gering. Und Phönizia ist entdeckt worden. Sehr schön. Ja, Phönizia treibt aber noch keinen Handel. Ja, und das mit dem Silo gefällt mir wirklich nicht. Ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Wir bauen doch ein Silo hier hin. Das ist einfach besser. Und werden das jetzt hier einstellen, dass es erstmal nichts mehr annimmt. So, dann können wir das hier gleich abreißen und dann geht das, glaube ich, ein bisschen schneller hier. So, das können wir abreißen und das auch. So, und dann geht das hier nämlich ein bisschen schneller. So, wie sieht es hier aus? Arbeitsmarkt, ja, wir bauen ein weiteres Warenlager. Dieses Warenlager wird jetzt Holz aufnehmen. Da werden wir mal so 16 Bretter einlagern und Skulpturen. Brauchen wir 2 Stück. Ja, bauen wir noch eben schnell die Sägemühle. Die kann hier hin. Oder hier. Na, bauen wir sie da hin. Ja, Phönizia blüht und gedeiht. Das heißt immer, dass jetzt Handel getrieben werden kann. Ja, ist aber eine Seeroute. Im Moment für uns nicht interessant. Phönizia kauft auch Wein und verkauft uns Holz. Okay. Ja, jetzt haben wir auch kein Marmor mehr. Wir könnten Argos bitten um Marmor, aber vielleicht schenkt er uns ja nachher noch ein bisschen was.
Wir müssen ja dann, wenn wir was fordern, auch wieder ein Geschenk geben, sonst ist unser Verbündeter ja doch etwas verbittert. Und mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, ich würde jetzt mit der Kultur beginnen, wobei wir brauchen eigentlich nur eine kulturelle Einrichtung, weil wie gesagt, wir können unsere Gebäude nicht so weit entwickeln. Da würde jetzt tatsächlich ein Gymnasium reichen. Das passt aber nicht hier hin. Wie mache ich das am besten? Ja, dann machen wir Folgendes. Wir reißen nochmal hier das Steuerbüro ab. Dann können wir da das Gymnasium errichten. Und das Steuerbüro bauen wir dann nochmal hier hin. Dafür brauchen wir aber hier nochmal eine Sperre. Ja, so funktioniert's. Ja, und unser Athlet geht hier schon die Straße entlang. Sterbliches Wesen, ich habe einen wichtigen Quest für Sie. Ja, ein Quest von Hermes. Grüße, sterbliches Wesen. Ich habe einen wichtigen Quest für Sie. Erfüllen Sie ihn und Sie werden die Belohnung ernten. Perseus wird bald in eine Zwangslage geraten, aus der sich der Held nur mit Hilfe von Flügeln retten kann. Ich, Hermes, habe ein paar geflügelter Sandalen, die Perseus die Gabe des Fluges verleihen werden. Schicken Sie den Helden, um diese magischen Sandalen zu holen. Ja, hier haben wir jetzt schon eines der 3 magischen Gegenstände, nämlich die geflügelten Sandalen, die Perseus besorgen muss. Und Ägypten ist entdeckt worden. Ja, und wir sehen, wie hier durch die Kultur die Gebäude sich weiterentwickelt. Wir haben jetzt die Karte, die Wolle benötigt. Die können wir aber nicht importieren, solange der Kraken hier entsprechend noch sein Unwesen treibt. Ja, hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Dann machen wir Folgendes. Wir bauen nochmal eine Münzerei. So, dann reicht das aber auch. Ja, und wir müssen die Nahrungsmittelproduktion tatsächlich etwas erweitern, wenn ich sehe, wie viele neue Bürger hier jetzt einwandern. Wir haben hier noch Wildschweine. Das heißt, wir bauen hier nochmal 2 Jagdhöfe. Ja, Ägypten blüht und gedeiht. Auch mit Ägypten können wir Handel treiben. Das schauen wir uns aber gleich an. So. 2 Jagdhöfe. Eine Straße. Ein Silo. Und ein Architektbüro. Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, Athene ist in unserer Stadt. Für diese Gottheit müssen wir auch noch ein Heiligtum bauen. Das wird aber ein bisschen größer werden. Wir schauen aber jetzt erstmal nach Ägypten. Ägypten kauft bei uns Holz und Wein und verkauft uns Weizen und Rüstung, ist aber auch uninteressant, ist nämlich eine Seeroute. So, hier kann jetzt auch Wild entsprechend produziert werden. So, in dieses Silo wird jetzt entsprechend Fleisch fordern. Dann kann nämlich hier der Karrenschieber dieses Silos von dem anderen Silo Fleisch holen. Ja, und Gott sei Dank schenkt Argos uns wieder Marmor. 19 Marmorplatten nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Dann kann es jetzt hier weitergehen. Allerdings müssen wir Skulpturen jetzt entsprechend herstellen. Dafür brauchen wir erstmal den Handelsposten von Zypern. Der einzige Handelspartner, mit dem wir tatsächlich handeln können. So, der kann hier hin. So, aber wir haben im Moment kaum Geld, um Bronze zu kaufen. Wir können allerdings schon mal das Bildhaueratelier bauen. Das können wir uns noch leisten. Ja, wir haben August. Wir gucken mal eben hier nach unseren Finanzen.
So, und dann können wir sehen, letztes Jahr haben wir 400 Drachmen Silber gewonnen in unseren Münzereien und die entsprechenden Steuereinnahmen haben wir trotzdem ein dickes Minus gemacht, weil wir jede Menge gebaut haben. Ja, und dieses Jahr sieht auch noch nicht gut aus, obwohl wir mehr Silber geschürft haben. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen warten, bis wir ein bisschen mehr Geld haben und dann Bronze einkaufen. Ja, und hier ist auch schon Fleisch in unserem zweiten Silo. Wir sehen hier die Karrenschieber aus dem vordernden Silo. Das funktioniert. So haben wir unsere Fleischproduktion mal etwas optimiert. Ja, sehr gut. Ja, leider ist jetzt mein Heiligtum für Hermes zu dieser Seite ausgerichtet. Naja, auch nicht so schlimm. Wir sollten aber eine Klinik errichten. Die kann dann tatsächlich jetzt hier hin. Wie viel kostet denn Bronze denn nochmal? 110, okay. Ja, wir könnten... Wir brauchen ja 4 Barren. Oh, das Geld haben wir gar nicht. Naja, wir kaufen trotzdem mal 4 Barren ein und stoppen dann sofort den Import wieder. Das müssen wir wirklich Stückchen für Stückchen machen. Ja, Arbeitsmarkt sieht ganz gut aus. Das können wir so lassen. Ja, jetzt füllt sich das Silo doch besser. Da bin ich jetzt ganz froh. Da kommt unser Händler aus Zypern. Unsere Reise war lang und beschwerlich. Was haben Sie für mich? Ja, 4 Barren Kupfer kannst du uns verkaufen. So, den Import sofort wieder stoppen. Da kommt nämlich schon der nächste Händler. Wir haben nämlich noch 177 Drachmen in unserer Stadtkasse. Meine Güte. Ja, in unserem Bildhaueratelier wird jetzt gearbeitet. Die erste Skulptur kann hergestellt werden. Okay, wir benötigen Mitarbeiter. Eine Rückentwicklung. Warum? Wasser. Okay, das Problem hatte ich tatsächlich in der letzten Episode auch gehabt. Wo ist denn unser Wasserträger? Aha, 15 Mitarbeiter werden benötigt. Ja, da ist er. Okay, der geht ja nicht weiter. Das ist ja interessant. Okay, das mit dem Wasserträger verstehe ich jetzt nicht. Das muss ich wirklich so sagen. Brauchen wir tatsächlich für diese Bauweise 2 Brunnen? Das würde mich sehr wundern. Aha, jetzt geht er so rum. Okay. Ja, jetzt kriegen die auch wieder Wasser. Das müssen wir mal ein bisschen beobachten. Ansonsten müssen wir noch einen zweiten Brunnen bauen. Ja, die erste Skulptur ist fertiggestellt. Dann können wir jetzt nochmal 4 Barren Bronze, nicht Kupfer, wie ich eben gesagt habe, einkaufen. Unser Händler aus Zypern ist wieder auf dem Weg. Da müssen wir ganz schnell, wenn wir die 4 Barren Bronze haben, den Import wieder stoppen. Aber unsere Stadtkasse hat sich wieder ein bisschen erholt. So, direkt wieder stoppen. Und Argos schenkt uns nochmal Marmor. 17 Marmorplatten, sehr gut. Ja, dann denke ich mir mal, können wir bald das Heiligtum für Hermes fertigstellen. Wir brauchen allerdings Mitarbeiter, damit das Heiligtum auch entsprechend in Betrieb geht. Obwohl wir haben jetzt 22 Arbeitslose. Wir können hier noch
die Parzellen ausweisen. So, das reicht. Das Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. Ja, Dionysos kommt ziemlich häufig in unsere Stadt, das muss ich sagen. Aber wir bauen jetzt erstmal hier unser Heiligtum für Hermes zu Ende. Ja, die große Statue ist schon fertiggestellt. Was brauchen wir denn noch? 4 Marmorplatten und 2 Skulpturen. Haben wir die denn? Ah, sehr gut. Das Heiligtum können wir fertigstellen. Das freut mich sehr. Ja, wir brauchen allerdings noch mehr Bürger, weil wir müssen ja noch das Heiligtum der Athene bauen. Und ich möchte das Heiligtum für Dionysos auch bauen. Das heißt, wir werden jetzt hier das zweite Wohngebiet schon mal errichten. Ja, hier haben wir jetzt unser zweites Wohngebiet. Es ist genauso aufgebaut wie das erste und wir haben auch hier schon eine Reihe Parzellen ausgewiesen. Ja, und hier kommt schon die letzte Ladung Marmor für unser Heiligtum für Hermes. Da kann jetzt der Altar gebaut werden. Ja, wunderbar, das Heiligtum ist in Betrieb. Uns fehlen jetzt Mitarbeiter. Gott sei Dank habe ich das zweite Wohngebiet jetzt hier schon entsprechend aufgebaut. Somit haben wir das erste Heiligtum für Perseus schon errichtet. Ja, dann parzellieren wir hier nochmal das auch. Ja, und ihr müsst jetzt berücksichtigen, dass wir ja keine Schafe oder Ziegen haben, die unser Priester als Opfer benutzen kann. Er wird jetzt hier tatsächlich zum Silo gehen und Nahrungsmittel hier entsprechend als Opfergabe mitnehmen. Das heißt, hier wird auch Lebensmittel jetzt verbraucht werden, allein durch unsere Heiligtümer. Ja, wie ich gesagt habe, werde ich jetzt als nächstes das Heiligtum des Dionysos bauen, weil wir dann Wein produzieren können. Und den können wir nämlich verkaufen. Oh, und die Gesundheit nimmt ab. Bauen wir doch eine Klinik direkt hier hin. Geliebtes, sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, du kommst später dran. So, direkt hier auch das Steuerbüro bauen für das zweite Wohngebiet, damit wir direkt Steuern eintreiben können. Ja, momentan läuft es ganz gut. Was brauchen wir denn für das Heiligtum des Dionysos? 8 Marmorplatten brauchen wir und 400 Drachmen. Naja, was haben wir hier? 8. Oh, das passt ja. So, wir hatten eine Nachricht. Oh ja, mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Siedlung. Ja, warten wir jetzt noch mal ein bisschen auf mehr Geld und dann können wir das Heiligtum für Dionysos bauen. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, Argos fordert Holz, aber Hermes kann ja offene Forderungen entsprechend erfüllen, sodass wir gar nichts zu machen brauchen. Sehr gut. Ja, Hermes ist wirklich auch eine gute Gottheit, denn nicht nur Forderungen werden erfüllt, auch unsere Karrenschieber und Händler bewegen sich schneller. Ja, und wir haben etwas Geld. Wir bauen jetzt das Heiligtum für Dionysos, den Hain. Der kommt genau hier in die Mitte. Und zwar so. Nee, so nicht. Also er kann sich jetzt wirklich mal in die andere Richtung unser Heiligtum zeigen. Also nochmal. So, und dann nochmal drehen. So. So möchte ich das gerne haben. Oh, Argos schätzt uns mehr, da wir die Forderung erfüllt haben, beziehungsweise Hermes. So, dann müssen wir das hier aber noch anschließen. So. Und wir müssen hier die Sperren
natürlich wegsetzen. Und dafür müssen wir hier eine setzen. Ja, da uns Argos jetzt mehr schätzt, könnten wir unsere Heimatstadt mal hier nach Marmor fragen. Hier, Marmor anfordern. Das könnten wir eigentlich machen. Oh, und wir bekommen auch schon direkt Marmor. 21 Platten. Vielen Dank, nehmen wir an. Das hat ja gut geklappt, da bin ich ja ganz zufrieden mit. So, was brauchen wir denn für das Heiligtum des Dionysos noch? 31 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und wieder nur 2 Skulpturen. Okay, aber da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen warten. Da haben wir jetzt im Moment nicht sehr viel in unserer Stadtkasse. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Ja, wir haben 16% Arbeitslosigkeit. Ja, dieses Wohngebiet möchte ich ja auch weiterentwickeln. Deswegen werde ich jetzt hier im ersten Wohngebiet mal ein paar Gebäude abreißen. So, ja, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Ja, und Argos gewährt uns den Marmor, den wir gefordert haben. Vielen Dank, nehmen wir an. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu Argos? Oh, weiterhin treu, das ist gut. So, dann werden wir den ja auch noch wegnehmen. Ja, und dann hat sich das wieder ein bisschen relativiert hier. Ja, und sobald ja hier das Heiligtum des Dionysos fertig ist, können wir mit der Weinproduktion beginnen. Ja, wir haben wieder etwas Geld in unserer Stadtkasse. Wir kaufen wieder unsere Bronze ein. Ja, unser Händler aus Zypern ist schon da. Gut, und dann wieder den Import stoppen. Und dann kann die erste Skulptur schon angefertigt werden. Ja, und dank des Marmors von unserer Heimatstadt können wir hier unser Heiligtum des Dionysos auch schon zügig weiterbauen. Der Tempel wird jetzt errichtet. Ja, die erste Skulptur des Heiligtums für die Dionysos ist aufgestellt und wir haben wieder etwas Geld in unserer Stadtkasse. Wir importieren wieder unsere 4 Barren Bronze. Das ist zwar etwas zeitraubend, aber leider nicht anders möglich. So, die 4 Barren Bronze sind im Warenlager bzw. im Handelsposten. Import wieder stoppen. Ja, und wir müssen ja noch dann Mitarbeiter später zur Verfügung stellen, wenn wir das Heiligtum fertiggestellt haben. Dann errichten wir jetzt hier im zweiten Wohngebiet das Gymnasium. Sehr gut. Ja, und hier die große Statue des Dionysos ist auch schon fertiggestellt. Ja, und hier sehen wir jetzt einen Priester, wie er jetzt zum Silo geht, um dort Lebensmittel als Opfergaben holt. Da sehen wir das. Ein Karrenschieber folgt ihm mit dem Fleisch. Das hatte ich ja schon erwähnt, dass wenn wir keine Ziegen und keine Schafe haben, sich die Priester aus dem Silo bedienen. Ja, und hier im zweiten Wohngebiet entwickeln sich die Gebäude auch schon weiter. Ja, und wir haben hier im zweiten Wohngebiet auch wieder das Problem, dass diese Gebäude hier nicht mit Wasser versorgt werden. Irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Und Argos schenkt uns wieder Marmor. Vielen Dank, nehmen wir an. So, wir gehen nochmal ganz kurz hier auf Wasserversorgung. Ja, das sieht nämlich hier auch nicht gut aus. Wir werden jetzt Folgendes machen. Das ist mir zu unsicher. So, wir reißen jetzt hier die Architekturbüros ab. Dann kommt nämlich jetzt hier noch ein Brunnen hin. Das gleiche machen wir hier. Oh, das war verkehrt, was ich gemacht habe. Der muss hier weg. So, und dann werden wir jetzt das so machen. Das kommt hier weg, das Wohnhaus. Dann kommt nämlich hier
jeweils die Architekturbüros hin. Ja, so gefällt mir das besser und dann ist die Wasserversorgung jetzt hoffentlich ja gesichert. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter, das macht nichts. Wir können hier auch jetzt nochmal Gebäudeparzellen ausweisen, weil wir müssen ja nachher auch noch unsere Weinproduktion aufbauen. Ja, und wir sehen, unser Heiligtum des Dionysos ist fertiggestellt, wunderbar. Und wir sehen hier die Weinreben, die wir jetzt nutzen können. Das ist super. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann bauen wir das so und dann bauen wir jetzt hier ein Landarbeiterlager auf. Dann können die Reben hier entsprechend auch kultiviert werden. So, und dann können wir auch schon hier jetzt die Kältereien bauen. Die sind ja jetzt freigeschaltet. Und ein Zufriedenheitsdenkmal ist verfügbar. Sehr schön. So, dann bauen wir hier 2 Stück auf. Und noch ein Architekturbüro. Das ist ganz wichtig, weil wir haben ja hier kein Architekturbüro. So, und dann brauchen wir noch ein Warenlager. Allerdings müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben hier wirklich kaum noch Geld. Das Warenlager für Wein kommt jetzt hier hin. So, dann können wir nämlich im Handelsposten von Zypern schon den Wein auf Verkauf stellen. Auf 12 Einheiten einstellen. Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis wir unseren ersten Wein produziert haben. Wir können aber zu Dionysos beten. Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja, das stimmt. Ja, und da sehen wir jetzt, wie Dionysos mit seinen Geliebtes, Satyren sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. wie er jetzt hier zu dem Warenlager geht und es mit Wein füllt. Wunderbar. Den Wein können wir jetzt verkaufen. Wir verdienen jetzt, Gott sei Dank, unser erstes Geld. Und das brauchen wir auch, weil wir jetzt das Heiligtum der Athene bauen müssen für die Heldenhalle Perseus. Wir schauen mal eben bei Mythologie. Die Laube der Athene braucht 24 Marmorplatten. Das ist nicht das Problem, allerdings brauchen wir 2160 Drachmen. Ja, das ist jede Menge und deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt unseren Wein verkaufen. Da ist auch schon unser Händler und kauft jetzt Wein und ihr seht, wie unsere Stadtkasse jetzt Gott sei Dank sich füllt. Ja, mit dem Verkauf von Wein ist unsere Stadtkasse in die Höhe geschnellt. Wir können jetzt die Laube der Athene errichten. Da müssen wir einmal noch mal ganz kurz drehen. Kommt nämlich genau hier hin. Oh, uns fehlen noch ein paar Marmorplatten. Na gut, dann warten wir mal auf das nächste Geschenk von Argos. Ja, in der Zwischenzeit könnten wir unsere Stadt ein bisschen verschönern. Wir verdienen ja jetzt doch ein bisschen Geld. Können wir hier zum Beispiel Parkanlagen bauen. Oh, das sieht auch schon ganz nett aus. Ja, endlich schenkt uns Argos wieder Marmor, 23 Marmorplatten, aber wir haben nicht genug Platz. Okay, später. Dann werden wir hier das Warenlager, wo wir Wein einlagern, auch für Marmor noch freigeben. Ja, und dann hoffen wir, dass das Geschenk bald wieder kommt. Ja, nun können wir das Geschenk annehmen von Argos. Vielen Dank, ja, jede Menge Marmor. Jetzt können wir die Laube der Athene auch errichten. Wunderbar. Ja, und unsere Kunsthandwerker haben schon Position bezogen. Der Bau kann jetzt beginnen. Allerdings müssen wir jetzt unsere Skulpturen auch wieder produzieren.
Wir brauchen nämlich 8 Skulpturen für dieses Heiligtum, 55 Marmorplatten und 16 Ladungen Holz. Ja, hier werden wir mal in dem Warenlager das Holz limitieren. Oh, da sind 16 jetzt drinnen. Und hier müssen wir 8 einlagern. Das geht aber, glaube ich, nicht. Dafür reicht der Platz nicht. Ist auch jetzt erstmal egal. So, wir kaufen wieder Bronze ein. Ja, und ihr seht, die Nahrungsmittelbestände sind schon recht niedrig. Dadurch, dass jetzt hier unsere Priester auch Nahrungsmittel aus dem Silo holen. Ja, solange wir noch am Heiligtum der Athene bauen, gucken wir mal, was wir noch alles für Perseus brauchen. Nämlich 16 Stränge Wolle. Die müssen wir tatsächlich auch anfordern. Ja, dann bauen wir jetzt hier nochmal ein Warenlager. Wo kommt das hin? Oh, das kann hier hin. Und dieses Warenlager nimmt Wolle an. Und dann können wir doch schon mal von Argos Wolle fordern. Gut. Ja, unsere Stadtkasse ist ziemlich runtergefahren, jetzt hier mit dem Bronzeimport. Und wir produzieren zwar jetzt Wein, aber ich würde jetzt mal den Einkauf wieder stoppen, bis wir tatsächlich auch mal Wein in unserem Warenlager haben. Wenn das Jahr vorbei ist, werden wir Dionysos nochmal anbeten. Vielleicht gibt er uns nochmal etwas Wein. Ja, und Argos gewährt uns die Wolle, 12 Stränge. Und das reicht zwar noch nicht, aber wir haben sie schon mal, das ist gut. Naja, und Argos bleibt uns auch weiterhin treu, das ist wichtig. Ja, das neue Jahr hat begonnen und ich denke mir mal, wir beten nochmal zu Dionysos, vielleicht hilft es. Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja, sehr schön. Ja, da sehen wir wieder Dionysos mit seinen Satyren. Das ist auch wirklich sehr süß animiert. Wunderbar. Da können wir wieder jede Menge Wein verkaufen, denn so viel produzieren wir jetzt ja wirklich nicht. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Argos fordert nochmal Holz und wir haben Hermes, der diese Forderung erfüllt. Wunderbar. Dann werden wir bestimmt bald wieder Marmor geschenkt bekommen. So, mit dem Weinverkauf können wir jetzt wieder auch den Import von Bronze starten. Momentan läuft alles ziemlich gut, aber wir müssen halt immer warten, bis wir von Argos Marmor geschenkt bekommen. Ja, und Argos schätzt uns mehr, da wir das Holz geliefert haben, beziehungsweise Hermes dafür gesorgt hat. Ja, und wir kriegen wieder unseren Marmor. Wunderbar. Vielen Dank. Der Bau unseres Heiligtums für Athene kann weitergehen. Ja, unser Marmor ist leider ausgegangen und ich warte auf ein neues Geschenk von Argos. Ja, und hier das Warenlager mit dem Holz und den Skulpturen ist voll. Wir werden jetzt hier dieses Warenlager, wo wir Wolle einlagern, noch für Skulpturen frei machen. Hier können noch mal 4 eingelagert werden. Dann haben wir nämlich unsere 8. Ich hoffe jetzt mal, dass wieder ein Geschenk kommt. Ansonsten müssten wir eventuell Marmor tatsächlich noch mal fordern. Aber wir müssen ja nachher auch noch mal Wolle fordern. Ja, dann fordern wir doch noch mal Marmor an. Und Argos gewährt uns auch den Marmor, 12 Einheiten. Vielen Dank. Dann kann jetzt hier der Bau weitergehen. Gott sei Dank. Ja, und Argos schenkt uns auch nochmal 19 Marmorplatten. Nehmen wir auch gerne an. Ja, und damit haben wir auch genug Marmor, um unser Heiligtum der Athene fertigzustellen. Ich gucke mal eben.
Ja, 30 Einheiten haben wir und wir brauchen, glaube ich, nur noch 20. Ah, wunderbar. Und ich glaube, wir haben auch schon fast alle Skulpturen beisammen. Eine muss jetzt noch gebaut werden. Allerdings brauchen wir auch noch 6 Skulpturen für Perseus. Deswegen können wir die Produktion ruhig weiterlaufen lassen. Wir können aber Argos ein Geschenk schicken, weil wir brauchen ja noch die Wolle. Und zwar Holz. Und wir schenken ein großes Geschenk, 16 Holzbretter. Dann haben wir jetzt zwar keine mehr, aber wir produzieren ja gerade relativ viel. Ja, und Argos bedankt sich für das Geschenk, obwohl es nicht wirklich gebraucht wird. Ja, egal, Hauptsache, man ist zufrieden mit uns. Ja, mit unseren Münzereien und dem Verkauf von Wein können wir unseren Import von Bronze gut finanzieren. Die Nahrungsproduktion ist auch noch ganz in Ordnung. Allerdings müssen wir jetzt gleich noch mal ein paar Parzellen ausweisen, denn wir müssen ja noch Mitarbeiter für unser Heiligtum der Athene bereitstellen. Da warte ich aber jetzt noch ein bisschen mit. Ja, es fehlen da einige. Die Fertigstellung rückt immer näher für unser Heiligtum der Athene. Wir brauchen jetzt nur noch 4 Marmorplatten und 2 Skulpturen. Dann werde ich jetzt hier die letzten Parzellen ausweisen. Und wir werden Argos nochmal um Wolle bitten. Die brauchen wir noch für die Heldenhalle des Perseus. Ja, Argos schenkt uns nochmal Marmor. Nehmen wir nochmal an, brauchen wir zwar nicht, aber vielleicht können wir ihn nachher verkaufen, wenn wir das Seeungeheuer besiegt haben. Ja, und wir haben jetzt hier im Warenlager 5 Skulpturen und im Bildhaueratelier ist jede Menge Bronze. Wir können die Bronze jetzt auch hier nicht mehr einkaufen. Da kam nämlich gerade unser Händler. Wir haben nämlich jetzt alles, was wir brauchen. Ja, und Argos gewährt uns nochmal 12 Stränge Wolle. Ja, und damit haben wir jetzt fast alles geschafft. Das Heiligtum der Athene steht kurz vor der Vollendung. Ja, und wir haben 5 Skulpturen auf Lager. Wir können Perseus bald rufen. Ja, und die letzte Ladung Marmor wird gerade zu unserem Heiligtum der Athene gebracht. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter, das war mir klar. Naja, 12 Arbeiter, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir haben jetzt hier Oliven. Ja, wir können jetzt hier die Kunsthandwerkergilde entsprechend entfernen. Dafür baue ich nochmal 2 Landarbeiterlager hier auf. So, und da wird uns schon mitgeteilt, wir haben alles, um Perseus zu rufen. Wunderbar. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen. Aber jetzt haben wir es dann doch geschafft. Wir können auch jetzt hier bei Gewerbe den Betrieb für Skulpturen ausschalten. Die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich bin Perseus, niemand kann mich aufhalten. Ja, da ist er, unser Held. Und bevor wir ihn jetzt auf den Quest schicken, den Hermes uns auferlegt hat, soll er erstmal das Seeungeheuer beseitigen. Wie gewohnt geht unser Held natürlich erstmal zu seiner Heldenhalle. Ja, und macht sich jetzt auf den Weg zum Wasser. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Dann machen wir mal Folgendes. Wir können ja jetzt auch Oliven herstellen. Das bauen wir hier auf. So. 3 Stück. Ja, und dann schauen wir mal, was hier unser Held jetzt fabriziert. Da ist das Seeungeheuer. Auch er hat sein Floß dabei.
Ja, und im Kampf kann man jetzt wirklich nicht ganz genau sehen. Da fehlen jetzt tatsächlich die Köpfe. Wir drehen mal die Karte, ob wir was sehen können. Ah ja, da kann man es etwas besser sehen. Ja, das Seeungeheuer ist besiegt, Andromeda ist gerettet, alles gut. Jetzt können wir hier unseren Helden Perseus auch auf den Quest schicken, damit er die geflügelten Sandalen besorgen kann. Ja, und wir können jetzt endlich Handel über See betreiben. Ägypten kauft nämlich Holz, was wir jetzt ja produzieren, und wir könnten dort Weizen einkaufen. Den Weizen brauchen wir noch für unsere Heimatstadt. Was haben wir denn noch Interessantes? Treusen kauft Marmor, das ist auch gut. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir einmal das Pier von Ägypten. Das müssen wir jetzt hier hinbauen. So, und einmal das Pier von Treusen. Das passt, glaube ich, hier noch hin. Ja, wunderbar. So, und dann, ja, ich weiß, führen wir den Weg mal hier hoch. Bauen jetzt hier noch ein Architekturbüro hin. Und eine Sperre natürlich. So, dann können wir hier jetzt Weizen schon mal einkaufen. So, 12 Einheiten und Holz können wir verkaufen. Und bei Treusen können wir jetzt einmal Marmor verkaufen. Ja, sehr gut. So, dann schauen wir noch mal kurz zu unseren Zielen. Ja, wir müssen noch Äthiopien regieren. Ich hoffe mal, dass Cassiopeia so glücklich ist, dass sie nicht nur unser Verbündeter wird, sondern tatsächlich unser Vasall. Dann brauchen wir nämlich jetzt nicht gehobene Wohnungen zu bauen. Wir müssen Weizen zur Verfügung stellen, Holz und Bronze. Ach, ich kann Holz überhaupt nicht verkaufen. Das ist ja nicht so gut. Aber warte mal, können wir das schon sammeln? Ah, es sind 13 Holzbretter nur auf Lager. Okay. Ja, wie ich es gehofft habe, Äthiopien wird Vasall. Man war sehr glücklich, dass wir Andromeda retten konnten. Damit haben wir das Ziel erreicht. Ja, und den Holzimport muss ich dann doch jetzt stoppen. Weil das Holz brauche ich jetzt tatsächlich für unsere Heimatstadt. Aber wir können die restliche Wolle verkaufen. Die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Gut, verkaufen wir die Wolle. Sie haben meinen Quest erfüllt und ich bin absolut stolz auf Sie. Ja, wunderbar. Der Quest ist erfüllt. Die geflügelten Sandalen stehen bereit. Gut, ja, ich will dieses Silo jetzt so einstellen, dass man für Weizen hier gefordert werden kann. So 12 Einheiten, damit wir die Nahrungsmittelversorgung hier ein bisschen aufbauen können. Ja, mit der Erfüllung des Quests können wir ja wieder eine Statue bauen. Hier, die kleine Statue des Hermes, die kommt jetzt hier hin. Ja, bauen wir so. So, und dann machen wir noch ein paar Verschönerungen hier hin. Und wir haben ja auch noch unsere Denkmäler. Die können jetzt tatsächlich mal hier hin. Oder wo? Hätten wir auch hier hinbauen können, ne? Ja, und Argos schenkt uns nochmal Marmor. Ja, den können wir natürlich gut verkaufen. Dankeschön. So, unsere Denkmäler baue ich jetzt hier hin.
So, die 16 Weizengaben können wir schon sammeln. Sehr schön. Ja, die geflügelten Sandalen haben wir geholt. Oh, wir brauchen noch 8 Bronzebarren für die Heimatstadt. Dann importieren wir nochmal 8. Dann reiße ich aber hier das Bildhauer Atelier ab. Dann baue ich nochmal eine Sägemühle, dann geht das mit dem Holz nämlich auch ein bisschen schneller. So, und das Lohnniveau können wir ein bisschen erhöhen. Ja, das passt ganz gut. So, und dieses Warenlager kann jetzt Olivenöl annehmen. Damit können wir eigentlich gar nichts machen. Wir können es nicht verkaufen und wir brauchen es auch nicht für die Stadt. Ja, als letzten Schritt werden wir jetzt unsere Stadt noch mal ein bisschen verschönern. Hier mit Parkanlagen. Ja, wir haben jetzt nochmal hier unsere Stadt verschönert mit Säulen und Parkanlagen. Das sieht richtig gut aus, das gefällt mir. Ja, und wir können auch die Bronzebarren sammeln. Wir brauchen jetzt nur das Holz. Da war ich aber selber schuld. Ich habe nämlich vergessen, hier das Warenlager einzustellen, dass wir jetzt hier auch das komplette Holz bekommen. Ja, solange das Holz jetzt noch produziert wird, gucken wir uns Milet noch mal ganz kurz an. Ja, hier ist unsere kleine Siedlung in der Mitte, das Heiligtum des Dionysos. Ja, haben hier unsere Münzereien, wo wir das Silber gewinnen und produzieren Holz und auch Wein sowie Olivenöl dank der Heiligtümer. Ja, und hier haben wir die Heiligtümer von Hermes und Athene, die wir bauen mussten für unseren Helden Perseus, in der Mitte unser Stadtpalast. Ja, und nachdem Perseus das Seeungeheuer Ketos erledigt hat, konnten wir auch endlich Handel über den Seeweg betreiben und verkaufen jetzt hier Marmor. Und Äthiopien zahlt seinen Tribut. 8 Holzbretter nehmen wir gerne an und damit müssten wir jetzt, glaube ich, auch die Holzbretter beisammen haben. Jawohl, haben wir. Können wir versenden und haben damit die 3. Episode, unsere erste Kolonie Milet, erfolgreich abgeschlossen. Milet ist eine wunderbare Erweiterung ihres Reiches. Die Stadt wird in Zypern, Ägypten und Phönizien geachtet, die alle mit Milet Handel treiben, um die erlesensten griechischen Waren zu erstehen. Durch Milet wird Argos Zugang zu den wertvollen Gütern haben, die diese 3 Nationen bieten. Königin Cassiopeia ist ewig dankbar, dass sie mitgeholfen haben, ihre Tochter vor einem grässlichen Tod zu retten, und hat sich ihnen angeschlossen. Als sie Milet verlassen haben, hat sie freundlich angeboten, in ihrer Abwesenheit für die Kolonie zu sorgen. Perseus ist nun im Besitz der geflügelten Sandalen. Das Schuhwerk könnte in naher Zukunft höchst gelegen kommen. Ja, das war doch eine sehr anspruchsvolle Episode gewesen. Die nächste und 4. Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa trägt den Namen Der Held Perseus. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.